Hast du jemals an etwas gedacht und es ist kurz darauf passiert? Vielleicht hast du an eine Person gedacht und sie hat dich angerufen. Oder du hast dich intensiv auf einen Wunsch konzentriert und plötzlich hast du die Gelegenheit bekommen, ihn zu erfüllen. Zufall? Oder steckt mehr dahinter? Viele glauben, dass das Gesetz der Anziehung unser Leben formt. Aber was ist dran an dieser Theorie? Ist es nur eine spirituelle Idee oder steckt echte Wissenschaft dahinter? In diesem Video erfährst du, wie das Gesetz der Anziehung wirklich funktioniert, welche wissenschaftlichen Erklärungen es dafür gibt, warum es manchmal nicht zu funktionieren scheint und was du dagegen tun kannst, wie du deine Gedanken bewusst einsetzen kannst, um dein Leben zu verändern. Am Ende dieses Videos wirst du verstehen, warum das Gesetz der Anziehung immer wirkt, auch wenn du es nicht bemerkst. Bleib dran, es könnte dein Leben verändern. Das Gesetz der Anziehung ist eines der faszinierendsten Konzepte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Es besagt, dass unsere Gedanken und Emotionen eine energetische Schwingung erzeugen, die ähnliche Frequenzen in unser Leben zieht. Viele Menschen glauben, dass sie durch gezielte Gedanken positive Erfahrungen manifestieren können. Doch ist das wirklich so einfach? Ein bekanntes Prinzip lautet, Gleiches zieht Gleiches an. Das bedeutet, dass Menschen, die sich auf Erfolg, Glück und Wohlstand konzentrieren, mehr davon in ihr Leben ziehen. Umgekehrt verstärken Ängste, Zweifel und negative Gedanken oft genau das, was man eigentlich vermeiden will. Aber funktioniert das Gesetz der Anziehung tatsächlich oder handelt es sich um eine subjektive Wahrnehmung? Die 3 Grundprinzipien des Gesetzes der Anziehung. Alles ist Energie. Jede Handlung, jeder Gedanke und jede Emotion besitzt eine energetische Frequenz. Wer sich auf Positives fokussiert, zieht mehr positive Energie an, während negative Gedanken das Gegenteil bewirken. Das Unterbewusstsein als Schlüssel. Unsere tiefsten Überzeugungen steuern unser Verhalten und unsere Wahrnehmung. Wer innerlich glaubt, nicht erfolgreich sein zu können, wird sich unbewusst selbst sabotieren. Fokus verstärkt Realität. Unsere Wahrnehmung filtert Informationen basierend auf dem, worauf wir uns konzentrieren. Wer überall Probleme sieht, wird diese verstärken, während lösungsorientiertes Denken oft zu besseren Ergebnissen führt. Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage? Obwohl das Gesetz der Anziehung oft als spirituelles Prinzip betrachtet wird, gibt es wissenschaftliche Erklärungsansätze. Retikuläres Aktivierungssystem, RAS. Unser Gehirn fokussiert sich auf Dinge, die unseren Überzeugungen entsprechen. Wer glaubt, erfolgreich zu sein, wird eher Chancen erkennen und nutzen. Der Placebo-Effekt. Studien zeigen, dass allein der Glaube an eine Veränderung körperliche und psychische Prozesse beeinflussen kann. Quantenphysik. Experimente belegen, dass der Beobachter den Zustand eines Teilchens beeinflussen kann. Manche sehen dies als Hinweis darauf, dass Bewusstsein eine Rolle in der Realität spielt. Häufige Missverständnisse über das Gesetz der Anziehung. Nur positives Denken reicht nicht aus. Es ist wichtig, auch konkrete Schritte zu unternehmen, um seine Ziele zu erreichen. Es funktioniert nicht sofort. Veränderung benötigt Zeit und Geduld, besonders wenn tief verankerte negative Glaubenssätze bestehen. Es geht nicht nur um materiellen Erfolg. Das Gesetz der Anziehung wirkt in allen Lebensbereichen, nicht nur in Karriere und Finanzen, sondern auch in Beziehungen und persönlichem Wachstum. Fazit: Realität oder Illusion? Das Gesetz der Anziehung bleibt ein umstrittenes Thema. Während viele an seine universelle Gültigkeit glauben, betrachten andere es als psychologische Selbstbeeinflussung. Unabhängig von der wissenschaftlichen Beweisbarkeit steht fest: Unsere Gedanken und Überzeugungen beeinflussen unser Verhalten und damit unsere Realität. Im nächsten Abschnitt erfährst du, welche Techniken es gibt, um das Gesetz der Anziehung bewusst anzuwenden und welche häufigen Fehler du vermeiden solltest. Viele Menschen hören vom Gesetz der Anziehung und versuchen es sofort umzusetzen. Sie visualisieren ihre Wünsche,
schreiben Affirmationen auf und erwarten, dass das Universum ihnen alles liefert. Doch oft bleiben die Ergebnisse aus. Warum? Weil das Gesetz der Anziehung nicht einfach nur aus Wünschen besteht. Es erfordert Klarheit, emotionale Übereinstimmung und gezieltes Handeln. Es reicht nicht aus, nur positiv zu denken. Unsere tiefsten Überzeugungen und unser Handeln müssen mit unseren Wünschen übereinstimmen. Wer innerlich an Mangel glaubt, kann keinen Wohlstand anziehen. Wer an sich selbst zweifelt, zieht Unsicherheit in sein Leben. Das Gesetz der Anziehung funktioniert nur, wenn es bewusst und mit der richtigen Einstellung angewendet wird. Die 4 wichtigsten Schritte zur richtigen Anwendung: 1. Klarheit über deine Wünsche haben. Unklare oder schwankende Wünsche bringen widersprüchliche Ergebnisse. Definiere dein Ziel präzise. Statt „Ich will erfolgreich sein“, sage „Ich will eine erfüllende Karriere in meinem Wunschberuf haben“. Visualisiere dein Ziel, als wäre es bereits Realität. 2. Glaube und emotionale Verbindung aufbauen. Dein Unterbewusstsein muss dein Ziel akzeptieren. Tief sitzende Zweifel blockieren den Prozess. Spüre, wie es wäre, wenn dein Wunsch bereits erfüllt wäre. Emotionen sind der Schlüssel zur Manifestation. 3. Handeln im Einklang mit deinen Zielen. Wer nur wartet, dass etwas passiert, bleibt im Stillstand. Setze bewusst Schritte in Richtung deines Ziels. Das Universum bringt dir Gelegenheiten, aber du musst sie auch nutzen. 4. Geduld und Vertrauen bewahren. Alles geschieht im richtigen Moment. Wer ungeduldig wird, strahlt Zweifel aus und blockiert den Prozess. Vertraue darauf, dass dein Wunsch auf dem Weg ist. Finde Freude im Jetzt. Die häufigsten Fehler, die deine Manifestation blockieren. Zweifel an der eigenen Fähigkeit. Wenn du glaubst, dass du etwas nicht verdient hast, wirst du es nicht anziehen. Zu starkes Festhalten am Wunsch. Wer verzweifelt etwas will, sendet Mangelenergie aus. Das führt dazu, dass sich der Wunsch nicht erfüllt. Passivität. Ohne Handeln bleibt alles nur ein Gedanke. Fazit: Das Gesetz der Anziehung ist kein magischer Trick, sondern ein Prozess, der Bewusstsein, Überzeugung und Handeln erfordert. Wer diese Prinzipien versteht, kann seine Realität aktiv gestalten. Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie du deine Energie gezielt erhöhen kannst, um deine Wünsche schneller zu verwirklichen. Viele Menschen versuchen das Gesetz der Anziehung zu nutzen, aber ihre Wünsche erfüllen sich nur langsam oder gar nicht. Ein entscheidender Faktor dabei ist die persönliche Energie. Je höher deine Schwingung, desto schneller und effektiver manifestierst du deine Ziele. Aber wie kannst du deine Energie bewusst anheben, um das Gesetz der Anziehung zu verstärken? Alles im Universum besteht aus Energie und Frequenzen. Deine Gedanken, Gefühle und Handlungen senden eine bestimmte Schwingung aus, die deine Realität beeinflusst. Wenn du in einem hohen energetischen Zustand bist, ziehst du positive Dinge schneller an. Doch wenn du dich oft gestresst, ängstlich oder negativ fühlst, kann das deine Manifestation blockieren. Die 5 wirkungsvollsten Methoden zur Energieerhöhung: 1. Dankbarkeit. Als tägliche Praxis: Dankbarkeit ist eine der schnellsten Möglichkeiten, deine Schwingung zu erhöhen. Schreibe jeden Tag mindestens 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Dein Fokus auf Fülle anstatt auf Mangel wird deine Energie positiv verändern. 2. Visualisierung mit Emotionen. Stell dir dein Ziel nicht nur bildlich vor, sondern spüre die Emotionen, die du empfinden würdest, wenn es bereits Realität wäre. Je intensiver du die Gefühle des Erfolgs oder der Freude erlebst, desto stärker wird deine Schwingung mit deinem Wunsch übereinstimmen. 3. Bewusstes Loslassen von Blockaden. Oft sind unbewusste Ängste oder negative Glaubenssätze die größte Hürde bei der Manifestation. Identifiziere innere Zweifel und ersetze sie durch positive Überzeugungen. 4. Meditation und Achtsamkeit. Meditation hilft, negative Gedanken zu klären und deine Frequenz zu stabilisieren. Selbst kurze Achtsamkeitsübungen können helfen, emotionale Blockaden zu lösen.
5. Handeln im Einklang mit deinem Ziel. Wenn du bewusst Handlungen setzt, die dich deinem Wunsch näher bringen, verstärkst du die Energie dahinter. Selbst kleine Schritte signalisieren dem Universum, dass du bereit bist zu empfangen. Häufige Fehler, die deine Energie senken. Sich auf das Fehlen des Wunsches konzentrieren. Wer ständig denkt, warum habe ich es noch nicht, sendet Mangel aus und verstärkt diesen Zustand. Zu hohe Erwartungen in kurzer Zeit. Manifestation braucht Geduld. Wer frustriert ist, weil es nicht sofort klappt, blockiert den Prozess. Negative Umgebung und Einflüsse. Die Menschen und Informationen, mit denen du dich umgibst, beeinflussen deine Schwingung direkt. Fazit: Das Gesetz der Anziehung funktioniert am besten, wenn deine innere Energie mit deinen Wünschen in Einklang steht. Dankbarkeit, Visualisierung, Meditation und gezieltes Handeln helfen, deine Frequenz zu erhöhen und Manifestation zu beschleunigen. Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie du typische Fehler vermeiden kannst, die viele Menschen davon abhalten, ihre Wünsche erfolgreich zu manifestieren. Viele Menschen versuchen das Gesetz der Anziehung anzuwenden, sind aber frustriert, weil sie keine Ergebnisse sehen. Sie visualisieren ihre Wünsche, wiederholen Affirmationen und hoffen auf Veränderungen. Doch oft bleibt alles beim Alten. Der Grund? Es gibt häufige Fehler, die das Manifestieren blockieren. Das Gesetz der Anziehung funktioniert nicht nur durch das bloße Denken an etwas. Die Art und Weise, wie du fühlst, glaubst und handelst, bestimmt, ob du deine Wünsche erfolgreich anziehst oder nicht. Hier sind die häufigsten Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Die 5 größten Fehler beim Gesetz der Anziehung. 1. Nur positives Denken, aber kein Handeln. Viele glauben, dass allein positives Denken ausreicht. Doch ohne gezieltes Handeln wird sich nichts verändern. Wer sich sonst finanziellen Erfolg wünscht, aber keine Schritte unternimmt, um neue Möglichkeiten zu ergreifen, bleibt in der gleichen Situation. Lösung: Kombiniere positives Denken mit konkreten Handlungen. 2. Zu starke Fixierung auf das Ergebnis. Wer sich verzweifelt ein bestimmtes Ziel wünscht, sendet Mangelenergie aus. Wenn du ständig denkst, warum habe ich es noch nicht? Oder es muss sofort passieren. Srenje erzeugst du genau das Gegenteil. Lösung: Vertraue dem Prozess und lass die Erwartungen los. 3. widersprüchlicher Glaubenssatz: Dein bewusster Wunsch kann mit deinem Unterbewusstsein im Konflikt stehen. Wenn du denkst, ich will erfolgreich sein, aber innerlich glaubst, ich bin es nicht wert, sabotierst du dich selbst. Lösung: Arbeite an deinen Glaubenssätzen und ersetze negative Überzeugungen durch stärkende. 4. Ungeduld und Zweifel. Wer schnell Ergebnisse erwartet und bei Verzögerungen zweifelt, blockiert den Manifestationsprozess. Zweifel erzeugen widersprüchliche Energie, die deine Manifestation verhindert. Lösung: Vertraue darauf, dass das Universum zum richtigen Zeitpunkt liefert. 5. Emotionale Blockaden und negative Gewohnheiten. Wenn du von Ängsten, Stress oder negativen Menschen umgeben bist, senkt das deine Schwingung. Wer sich ständig über Probleme beschwert, verstärkt unbewusst diese Realität. Lösung: Umgib dich mit positiven Einflüssen und arbeite aktiv an deiner inneren Balance. Fazit: Das Gesetz der Anziehung funktioniert nicht durch bloßes Wünschen, sondern durch die richtige innere Ausrichtung, Geduld und bewusstes Handeln. Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie du alle Elemente des Gesetzes der Anziehung effektiv kombinierst, um langfristige Veränderungen zu schaffen. Das Gesetz der Anziehung ist weit mehr als nur ein esoterisches Konzept. Es ist eine kraftvolle Methode, um bewusster zu leben und positive Veränderungen herbeizuführen. Wir haben gesehen, dass unsere Gedanken, Emotionen und Überzeugungen eine große Rolle dabei spielen, was wir in unser Leben ziehen. Doch es reicht nicht aus, nur zu wünschen oder positiv zu denken. Entscheidend ist, dass du klare Ziele setzt, daran glaubst, aktiv handelst und geduldig bleibst. Wenn deine Energie mit deinen Wünschen im Einklang steht,
beginnen sich Dinge zu verändern. In diesem Video haben wir folgende Fragen beantwortet. Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung wirklich? Warum haben manche Menschen Schwierigkeiten mit der Manifestation? Welche Techniken helfen, die eigene Energie zu erhöhen? Welche Fehler solltest du vermeiden? Die Anwendung des Gesetzes der Anziehung ist eine bewusste Entscheidung. Wer seine Gedanken kontrolliert, emotionale Blockaden löst und aktiv nach Möglichkeiten sucht, wird Veränderungen erleben. Du bist der Schöpfer deiner eigenen Realität. Jetzt bist du dran. Teile deine Erfahrungen mit uns. Wir möchten wissen, hast du das Gesetz der Anziehung schon bewusst genutzt? Hast du positive Erfahrungen gemacht oder kämpfst du noch mit bestimmten Herausforderungen? Schreibe uns deine Gedanken in die Kommentare. Teile deine Geschichte oder stelle Fragen. Wir freuen uns, mit dir in den Austausch zu gehen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Lass ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat, und aktiviere die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.